Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bären Konga-Crafts. Heute zeige ich euch mal wieder was zum Knüpfen. Das letzte Mal habe ich euch ja gezeigt, wie man den Cobra-Knoten macht, und zwar einfarbig. Und heute zeige ich euch den gleichen Knoten, wie man den zweifarbig macht. Ist gar nicht so schwer. Die Bezugsquellen und Infos zum Video und so, die findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich mache das für keinerlei Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Dazu einfach hier unten auf den Abonnieren-Button klicken, dann noch die kleine Glocke aktivieren und vielleicht noch auf alle, YouTube ändert das ja ständig, klicken und dann werdet ihr immer informiert in euren Nachrichten oder in euren Newsfeed oder auf der Startseite, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachknüpfen und los geht's! Dies sind unsere beiden Kordstränge. Das türkisfarbene habe ich 15 cm länger gemacht für die Schlaufe. Jetzt müssen wir diese beiden Kordenden zusammenschweißen. Zuerst mit einer scharfen Schere gerade abschneiden und immer noch festheben. Dann dicht nebeneinander heben und mit dem Feuerzeug so lange schmelzen, bis die Kordenden anfangen flüssig zu werden. Passt auf eure Finger auf. Und jetzt sofort zusammendrücken. Kurz gedrückt halten und dann drehen, drehen, drehen. Nun die Mitte suchen. Erinnert ihr euch, ich habe das türkisfarbene länger gelassen wegen der Schlaufe, die wir jetzt bilden. Wir werden ungefähr bis hier knüpfen, also ca. 1 cm über die zusammengeschweißte Stelle. Die beiden Stränge nebeneinander liegend und nicht verdreht durch den Schlüsselring führen. Und so festhalten, dass die Stränge nach hinten zeigen. Nun messen wir 11 cm aus, und zwar von dem Punkt des letzten Knotens der Schlaufe bis zum ersten Knoten beim Schlüsselring. Jetzt alles in die Hand nehmen, festhalten und knüpfen. Damit ihr es besser seht, nehme ich meine Jig-Knüpfhilfe, mit der man wesentlich leichter knüpfen kann. Kann ich euch nur empfehlen. Alles einspannen, anschließend messen und dann festdrehen. Achtet darauf, dass der linke Strang links und der rechte Strang rechts liegt und nicht verdreht ist. Die Farbe, mit der man anfängt, ist beim Knüpfen innen, also der Strang verläuft in Schlangenlinien. Der Strang, der als zweites geknüpft wird, hier in Türkis, bildet die Schlaufen bzw. Riegel am Rand entlang. So, jetzt erster Knoten. Linken bunten Strang nach rechts über die Mittelstränge legen, den rechten türkisenen Strang über den nach rechts gelegten linken bunten Strang legen und unter die Mittelstränge von unten durch die linke bunte Schlaufe durchziehen und fest anziehen. Zum nächsten Knoten. Ihr könnt euch das ganz einfach merken, auf welcher Seite ihr weitermachen müsst. Hier rechts ist dieser Riegel und immer da wird weitergemacht und angefangen. Also rechten Strang nach links über die Mittelstränge legen, den linken Strang über den nach links gelegten rechten Strang legen, unter die Mittelstränge und von unten durch die rechte Schlaufe ziehen und festziehen. Beim Riegel weitermachen. Drüber, drüber,
drunter, drunter, durch und festziehen. Beim Riegel hier weitermachen. Drüber, drüber, drunter, drunter, durch und festziehen. Ihr knotet weiter, bis ihr unten bei der Schmelzstelle angekommen seid. Immer beim Riegel anfangen bzw. weitermachen. So, wir sind an der Schmelzstelle angekommen. Schaut, dass die Stränge schön über der Schmelzstelle liegen und diese gut verdecken. Ich mache noch 2 bis 3 Knoten. Wenn euch die Schlaufe noch zu lang ist, könnt ihr noch 1 oder 2 Knoten mehr machen, bis die Länge für euch okay ist. Und immer gut festziehen. Ich ziehe hier noch mit einer Rundzange nach. So sieht es vorne aus und so hinten. Jetzt geht es weiter mit Feuerzeug oder Jetflame und Spikenadel. Wie ihr seht, hat das Kord ja eine Struktur und die Spikenadel hat fast die gleiche. Und wenn ich damit auf das geschmolzene Kord drücke, drückt sich die Struktur ein und es entsteht ein besserer Übergang. Die Enden mit einer scharfen Schere abschneiden, aber nicht zu kurz und nicht zu lang, ca. 2 bis 3 mm stehen lassen. Mit dem Feuerzeug oder Jetflame nicht direkt von oben drauf, denn dann würdet ihr eventuell das umliegende Kord kaputt machen. Immer von der Seite langsam rantasten. Sorry, leider war der Zoom der Kamera zu nah, dadurch ist es verschwommen. Dann gleich mit der Spikenadel rollend draufdrücken. Natürlich könnt ihr die Schmelzpunkte auch mit einer Schere, Metallspachtel oder mit dem Feuerzeug selbst andrücken. Habe ich im vorhergehenden Video gezeigt. Die andere Seite genauso. So, damit man den weißen Fleck von den Innenfäden nicht so stark sieht und falls es sich gelblich verfärbt hat, male ich ihn mit farblich passendem Permanentmarker an. Und fertig ist euer einfacher zweifarbiger Cobra-Anhänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!